Man nannte Uruguay auch die Schweiz Südamerikas. Und bei der Schweiz, da denkt jeder natürlich an niedrige Steuern, ist ja ganz klar. Ob Uruguay heute immer noch steuerlich so günstig ist, wie es früher einmal war und eben wie der Spitzname vermuten lässt, das wird uns jetzt unser Inhouse-Lateinamerika-Experte Harley einmal genauer erklären. Ich befürchte aber ehrlich gesagt, dass sich dort in letzter Zeit die Sachlage und die steuerliche Aussicht ziemlich vertrübt hat. Aber wir werden sehen, was Harley uns dazu zu sagen hat. Harley, film ab. Ich sitze morgens gern an der Rambla in Montevideo, Mate in der Hand, ja, so ein Mate Cappuccino und schaue einfach aufs Wasser. Kein Lärm, kein Hupen, keiner, der dir irgendwas verkaufen will. Nur diese unfassbar Ruhe. Tranquilo, sagen die Uruguayer dazu. Und sie sagen es zu allem, was eben diese Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt und bedeutet. Und sie meinen es ernst. Genau wegen dieses Gefühls kommen die Leute hierher nach Uruguay. Und jetzt stell dir vor, du hast genau dieses Bild im Kopf. Du ziehst dieses Jahr nach Uruguay, weil dir alle erzählt haben, hier zahlst du keinen Cent Steuern auf dein Auslandseinkommen. Du verkaufst dein Haus, du packst dein ganzes Leben in irgendwelche Kisten, du fliegst über den Atlantik, die Kisten kommen hinterher irgendwie mit einem Container. Und dann im Juli sitzt du genau an dieser Rambla, schaust auf dein Handy, nicht nur aufs Wasser, ja. Ups. Und deine Bank in Montevideo hat dir gerade 12% direkt von deinem Konto abgezogen. 12%. Das ist natürlich die Frage, wie viel ist auf deinem Konto drauf, wenn da nur ein Tausender ist. Mag das schleichen. Trotzdem tut's weh. Wenn da aber 100.000 liegen oder noch mehr, dann tut das richtig weh. Ja, und genau das passiert gerade in diesem Sommer, ob du das glaubst oder nicht. Ich bin Harley und ich bin für unsere Mandanten in zurzeit 12 Ländern Lateinamerikas vor Ort. Und ich war oft genug in Uruguay, um dir zu sagen, dieses Land, das dir die meisten Berater da draußen verkaufen oder verkaufen wollen, das gibt es so nicht mehr. Sorry for that, aber ja. Uruguay ist die angeblich letzte echte Steueroase Südamerikas, hat aber zum 1. Januar 2026, also jetzt gerade in diesem Jahr, wo ich das aufnehme, die Regeln komplett umgeschrieben. Und viele erzählen da immer noch die Geschichte von vorgestern. In den nächsten 15 bis 20 Minuten zeige ich dir, was wirklich gilt. Nicht aus dem Lehrbuch, sondern so, wie ich es auf dem Boden hier erlebe. Wie du dir trotzdem 11 Jahre steuerfrei sichern kannst, wer überhaupt reinkommt oder noch reinkommt, muss man eigentlich sagen, ja. Und warum die Entscheidung, die du in den nächsten Wochen treffen könntest, dich ein ganzes Jahrzehnt begleitet. Also, bleib bis zum Schluss dran, denn beim vorletzten Punkt machen fast alle denselben und sehr, sehr teuren Fehler. Den habe ich oft genug aus nächster Nähe gesehen und er kostet am Ende mehr als die Steuer selbst. Aber fangen wir von vorne an. Warum überhaupt Uruguay? Uruguay ist klein, 3,5 Millionen Menschen eingeklemmt, zwischen zwei lauten Nachbarn könnte man sagen. Aber genau das ist der Punkt. Auf der einen Seite Argentinien, das seine Bürger seit Jahrzehnten mit Steuern auf das weltweite Vermögen jagt. Ja, also jagt. Ihr wisst schon, was ich meine. Ich habe in Buenos Aires mit Leuten gesprochen und der Manuel lebt ja dort auch schon seit fast 10 Jahren. Den kennt ihr bestimmt auch noch aus vielen unserer Videos hier. Wenn nicht, schaut einfach mal ein paar Videos in unserem Kanal von Lateinamerika. Da ist oftmals der Manuel dabei, mit dem ich viel unterwegs bin. So, und die Leute, mit denen ich dort gesprochen habe, die jeden Monat damit beschäftigt sind, ihr Geld vor dem eigenen Staat irgendwie in Sicherheit zu bringen. Ja. Und dann setzt du 1 Stunde mit der Fähre über nach Colonia und plötzlich bist du in einer anderen Welt. Kopfsteinpflaster, Ruhe und ein Staat, der dein Auslandsvermögen
schlicht und ergreifend in Ruhe lässt. Eine globale Vermögenssteuer kennt Uruguay nicht. Dein Vermögen draußen bleibt unangetastet. Dazu kommt etwas, das man unterschätzt, wenn man es nicht selbst erlebt hat. Stabilität. Stabilität, die man spürt. Funktionierende Institutionen, ein Bankensystem, in dem du ganz selbstverständlich ein US-Dollar-Konto führst. Ich habe hier selbst Konten eröffnet. Ich weiß, wie die Banken ticken und ich sage dir, das ist in der Region nicht so ganz selbstverständlich. Deshalb ist Uruguay für die reichen Familien des ganzen Kontinents ein relativ sicherer Hafen. Und das Leben? Fragst du dich vielleicht. Montevideo hat diese altmodische Eleganz. Wirklich schön. Halb vergessen, halb wiederentdeckt. Im Stadtteil Carrasco zum Beispiel stehen die alten Villen unter wunderschönen, alten, großen, majestätischen Bäumen. In Porquitos joggen die Leute morgens an der Promenade, so wie man es vielleicht aus irgendwelchen Florida-Filmen kennt, ja. Hollywood-Streifen. Und dann sieht man da so die Leute lang joggen an der Promenade. Ja, klingt ein bisschen kitschig irgendwie, aber es ist einfach wunderschön, wenn man Ruhe und Entspannung und Gelassenheit mag. Ja. Eine Stunde weiter östlich liegt Punta del Este, das Saint-Tropez Südamerikas, und gleich dahinter José Ignacio, wo die Ruhesuchenden mit dem dicken Konto barfuß durch den Sand gehen und schön zu Abend essen. Das Klima ist mild, die Winter selten kalt. Es ist einfach ein gutes Leben. Das ist die eine Seite. Und jetzt kommt die andere Seite. Die geliebte Steuerseite, die wir alle so sehr mögen. Und da müssen wir genau hinschauen, denn hier hat sich das Bild massiv verschoben. Jahrelang wurde Uruguay als das klassische Territorialsteuerland verkauft. Die Idee dahinter ist einfach und schön: besteuert wird nur, was du im Land verdienst. Dein Einkommen aus dem Ausland blieb draußen. Diese Geschichte stimmt aber nur noch mit einem dicken Sternchen dahinter. Zum 1. Januar 2026 ist ein neues Haushaltsgesetz in Kraft getreten, das Gesetz 20.446, und dazu die Durchführungsverordnung, das Dekret 95/026. Und das hat die Spielregel für neue Steuerresidenten kräftig verändert. Der Kern in einem Satz: Ausländische Kapitaleinkünfte werden für Steuerresidenten mit 12% besteuert, wenn du dich nicht qualifizierst für die steuerfreien. Ja. Gemeint sind Dividenden, Zinsen, ausländische Mieteinnahmen, bestimmte Veräußerungsgewinne aus dem Ausland. Uruguay ist damit kein reines Territorialsteuerland mehr. Wer dir das heute noch so verkauft, hat das Gesetz schlicht und ergreifend nicht gelesen oder er hofft, dass du es nicht liest und nicht kennst. Und jetzt der Teil, der wirklich brennt zeitlich. Die Erhebung dieser Steuer beginnt im Juli, also jetzt. Ich nehme das Video jetzt gerade heute auf, am Anfang Juli 2026. Die Banken, die Broker, die Fonds in Uruguay werden zu Abzugsstellen. Das heißt, das läuft nicht erst über irgendeine Steuererklärung, die du im nächsten Frühjahr vergessen kannst. Das wird direkt an der Quelle einbehalten, also auf Kontoebene. Genau das ist der Moment, den ich am Anfang beschrieben habe. Der Neuankömmling, der auf das alte Versprechen gebaut hat und im ersten Sommer den ersten Abzug sieht. Nun, das ist kein Schreckgespenst. Das ist der Kalender, in dem wir gerade leben. Das ist Realität. Punkt, Schluss, aus. Und das tut weh. 12%. Wenn 12% von deinem Konto einfach abgebucht haben. Peng. Also, bevor wir über die Vergünstigung reden, klären wir, wann du in Uruguay überhaupt steuerpflichtig wirst. Es gibt im Wesentlichen 3 Wege. Der erste und sauberste ist die physische Anwesenheit. Wer mehr als 183 Tage im Kalenderjahr im Land ist, gilt automatisch als steuerlich ansässig. Zack. Und ein Hinweis aus der Praxis:
Kurze Auslandstrips unter 30 Tagen zählen weiter als Anwesenheit. Also ein ganzer Monat außer Landes und es zählt trotzdem, als wärst du voll wieder da. Na gut, du kannst dir die Tage also nicht mit ein paar verlängerten Wochenenden schön rechnen. Die Behörde hat das schon durchschaut, bevor du auf die Idee kommst. Der zweite Weg ist der Lebensmittelpunkt. Wenn dein wirtschaftlicher oder familiärer Mittelpunkt hier liegt, also Familie, Haupterwerb, Vermögensbasis, dann bist du auch ohne die 183 Tage im Land, also in Uruguay, ansässig. Das ist allerdings eine Auslegungssache und muss sauber dokumentiert sein. Sonst diskutierst du später mit der DGI, also DJI. Und das willst du nicht, das sage ich dir. Das willst du genauso wenig wie die Diskussion mit dem deutschen Finanzamt. Okay, so. Und der dritte Weg führt über Investitionen. Und genau hier hat die Reform die Tür viel schwerer gemacht. Also den Türspalt viel enger geschlossen, als es vor dem neuen Gesetz war. Kommen wir zum eigentlichen Verkaufsargument Uruguays, könnte man sagen, obwohl wir mit Sicherheit nichts verkaufen. Aber es nennt sich die Steuerfreien. Ja. Die Logik ist simpel. Wer neu herzieht und sich dafür qualifiziert, zahlt für einen langen Zeitraum kaum Steuer auf ausländische Kapitaleinkünfte. Korrekt läuft die Befreiung über das Jahr, in dem du die Steuerresidenz bekommst, plus die 10 folgenden Jahre. Das ist ein langer Zeitraum, oder? Macht also 11 Jahre insgesamt. 11 Jahre, in denen ausländische Dividenden, Zinsen und vergleichbare Passiveinkünfte effektiv steuerfrei bleiben. Das ist immer noch großzügig. Daran hat sich nichts geändert. Aber was sich geändert hat, ist der Eintrittspreis. Und das musst du genau verstehen, sonst läufst du in eine Wand, die sehr hart ist und sehr teuer. Früher bis Ende 2025 kamst du vergleichsweise günstig rein. Eine Immobilie für rund 590.000 US-Dollar und etwa 60 Tage Anwesenheit im Jahr, das reichte. Punkt, Schluss, aus. Ich habe Leuten dabei zugesehen, wie sie sich für das Geld zum Beispiel eine schicke Wohnung, ein tolles Apartment in Punta Carretas zum Beispiel gekauft haben und die steuerfreien, ja, also wieder dieser Begriff, die steuerfreien, gleich mitgenommen haben. Diese Tür ist zu, endgültig. Heute gibt es 3 Wege in die sogenannten steuerfreien. Der erste ist deine Anwesenheit. Mehr als 183 Tage im Land und du qualifizierst dich, ohne eine einzige Immobilie zu kaufen. Das ist die ehrlichste Tür und ich nenne sie bewusst so. Wenn du sowieso wirklich herziehen willst und hier leben willst, ist das dein Weg. Und ganz ehrlich, nach ein paar Monaten an dieser Küste, an dieser Schönheit, willst du das vielleicht stärker, als du das heute glaubst. Aber schauen wir mal. Der zweite Weg ist die große Immobilieninvestition. Hier musst du heute mehr als 12,5 Millionen indexierte Einheiten investieren. Das sind ungefähr 2 Millionen US-Dollar. Also von damals 590.000 US-Dollar auf mittlerweile ca. 2 Millionen US-Dollar. Das ist mehr als eine Verdreifachung. Diese Schwelle ist klar für den vermögenden Investor gebaut, der nicht dauerhaft vor Ort bleiben will. Also, auch dafür haben wir Mandanten und auch das habe ich schon gesehen. Der Weg 3 läuft über den Nationalen Innovationsfonds. Du zahlst über die 11 Jahre 100.000 Dollar pro Jahr ein. Also landen wir ja auch auf einer gewaltigen Summe von 1,1 Millionen. Wichtig, das ist eine Investition in Wertpapiere, keine Spende. Die genauen Konditionen, Rendite und Liquidität werden zum Teil erst ausgearbeitet. Da würde ich heute noch nicht blind unterschreiben. Und dann gibt es noch einen Weg über eine größere lokale Unternehmensinvestition von rund 2,4 Millionen US-Dollar. Der verschafft ja zwar eine Steuerresidenz, aber nicht automatisch die steuerfreien. Diese Unterscheidung geht in vielen Beratungsgesprächen unter. Und ich sehe immer wieder Leute, die das verwechseln. Residenz und Steuerfreien sind nicht dasselbe. Egal welchen Weg du nimmst,
2 Voraussetzungen gelten immer. Erstens darfst du in beiden Jahren davor nicht in Uruguay ansässig gewesen sein. Das trifft sich auf die meisten zu. Zweitens darfst du die Steuerfreien nicht schon einmal genutzt haben. Das trifft sich auch auf die meisten zu. Damit verhindert der Staat, dass jemand kurz rausgeht, wiederkommt und die Uhr neu startet. Schlau gedacht von ihrer Seite natürlich. Eine Frage, die fast nie jemand stellt und die wichtigste überhaupt ist: Was kommt danach? Steuerfreien sind großzügig, aber sie sind endlich. 11 Jahre sind zwar lang, aber auch die gehen zu Ende. Nach den 11 Jahren sieht das Gesetz mehrere Optionen vor. Und zugegeben, kein Mensch weiß, was in 11 Jahren ist. Aber trotzdem, man muss es ja ansprechen und darüber nachdenken. Es gibt eine Übergangsphase mit einem reduzierten Satz von rund 6%, also die Hälfte der 12 über einen begrenzten Zeitraum. Daneben gibt es für größere Einkommen Pauschalmodelle mit einem festen Jahresbeitrag in der Größenordnung von ca. 200.000 bis 300.000 US-Dollar pro Jahr, teils über bis zu 20 Jahre sogar. Also die genauen Zahlen werden auch zum Teil noch durch Verordnungen gerade festgezurrt. Mein Rat, und das ist der Rat von jemandem, der das genau durchgerechnet hat: Plane das Ende der Steuerfreien vom ersten Tag an mit. Überleg schon beim Einzug, wie deine Struktur im Jahr 12 aussieht. Verlagerst du dann deine Residenz oder verändern sich deine Einkommensquellen bis dahin von selbst? Wer erst im 11. oder 12. Jahr aufwacht, für den ist es dann zu spät. Es gab früher eine beliebte Alternative, einen dauerhaften Satz von 7% auf ausländische Kapitaleinkünfte. Diese Option läuft für neue Residenten aus. Für Neueinkömmlinge ist sie zu. Aber, und das ist die gute Nachricht für viele, die schon hier sind, wer bereits unter dem alten Regime ansässig war und die steuerfreien oder die 7% gewählt hatte, behält das. Also sowas wie ein Bestandsschutz. Ja. Bestehende Befreiungen gelten für die volle ursprüngliche Laufzeit weiter. Keine rückwirkenden Verschlechterungen. Wer drin ist, ist geschützt. Das rechnet Uruguay sich hoch an. Und zu Recht. Jetzt die Anwarnung, denn die 12% klingen nach mehr, als sie für die meisten bedeuten. Erstens, diese Steuer zielt auf passives Einkommen, nicht auf deinen Arbeitslohn. Der Selbstständige oder der Angestellte, der aus dem Ausland bezahlt wird und seine Arbeit physisch außerhalb Uruguays macht, ist in der Regel nicht das Ziel. Der klassische Remote Worker mit ausländischem Gehalt steht hier meist nicht im Fokus. Ich kenne genug Leute, die hier von einem Café in Pocitos zum Beispiel aus für Kunden in Europa arbeiten, völlig entspannt. Zweitens, und darauf kommt es für eine ganze Gruppe an, Renten und gesetzliche Altersbezüge aus dem Ausland gelten nicht als Kapitaleinkommen und sollten daher außen vor bleiben. Für die Rentner, die ich hier treffe, ist das der entscheidende Punkt. Die sitzen nicht zufällig in José Ignacio oder in einem ruhigen Haus außerhalb von Montevideo und genießen ihren Ruhestand. Bestätige das aber immer für deinen konkreten Fall, denn im Detail steckt oftmals die Abgrenzung. Also da kann man wirklich nur sagen, Beratungsgespräch oder sich schlau machen an anderer Stelle über einen Steuerberater oder sich anderweitig informieren. Ja, aber wer dazu gern Beratung haben möchte, ihr wisst, dass der Link unten in der Beschreibung ist. So, und jetzt drittens, es gibt keine globale Vermögenssteuer. Dein Auslandsvermögen wird nicht Jahr für Jahr belastet, nur weil es existiert. Und das ist der schärfste Unterschied zu Argentinien gleich nebendran und einer der stärksten Gründe, warum die Vermögenden weiterhin hierher kommen. Wenn du dann hier wirklich lebst, gibt es natürlich auch eine ganz normale Steuer des Alltags. Die Mehrwertsteuer liegt bei 22% mit einem reduzierten Satz von 10% auf Dinge wie Lebensmittel, Medikamente und Hotels. So ähnlich kennen wir es auch in Deutschland, nur mit 19,7%. Hier sind es 22,10%. Und das spürst du im Supermarkt. Das solltest du bei den Lebenshaltungskosten einrechnen.
denn günstig wie Paraguay ist eben Uruguay nicht. Und lokales Einkommen wird progressiv besteuert von 10 bis 36%, ist auch nicht gerade ein Schnäppchen. Bei den Sozialabgaben rechnet circa mit 15% für die Rente plus etwa 3 bis 5% für die Krankenversicherung, wenn du als Angestellter geführt bist. Es gibt eine lokale Vermögenssteuer, aber nur auf inländische Vermögen oberhalb von rund 163.000 US-Dollar und das mit einem winzigen Satz von 0,1%. Das kann man also eigentlich vernachlässigen. Auslandsvermögen bleibt befreit. Beim Immobilienkauf kommt über eine, sowas wie eine Übertragungssteuer, könnte man das nennen, jeweils 2% für Käufer und Verkäufer. Und im Ausland bezahlte Steuern lassen sich in der Regel anrechnen. Doppelbesteuerung wird also vermieden, wenn du deine Nachweise sauber führst. Aber Eigenverantwortung, das musst du selber machen. So, lass mich das Wichtigste noch einmal betonen, weil es eine echte Frist ist und kein Marketing. Die Erhebung der 12% beginnt im Juli 26. Banken werden zu Abzugsstellen. Und für alle, die dieses Jahr ansässig werden, ist die Wahl zwischen steuerfreien, reduzierten Satz oder Normalbesteuerung eine einmalige Entscheidung, geknüpft an den Zeitpunkt, zu dem deine Residenz eingereicht wird. Im Klartext. Im Nachhinein ist das viel schwerer als vorher sauber geplant. Wer dieses Jahr, also 2026, nach Uruguay hinzieht, rechnet jetzt und nicht im August. Kläre also deinen Status, zähl die Tage, wisse, bei welcher Bank und welchem Broker deine ausländischen Einkünfte liegen und halt die Nachweise über im Ausland gezahlte Steuern bereit. Und jetzt kommt der Punkt, bei dem fast alle stolpern. Ich hatte einen Mandanten, kluger Kopf, erfolgreicher Unternehmer, der hat seine uruguayische Seite perfekt geplant. Residenz, Wohnung, Bank, alles sauber. Und dann hat ihn sein Heimatland eingeholt, weil er dort nie sauber abgemeldet war. Er hat in Uruguay gespart und zu Hause drauf gezahlt, ein Vielfaches. So attraktiv die uruguayische Seite ist, sie löst nicht automatisch deine Situation im Heimatland. Das ist wirklich wichtig zu verstehen. Gerade unsere Mandanten aus Deutschland, Österreich, der Schweiz. Ein sauberer Wegzug aus dem deutschsprachigen Steuersystem oder auch aus dem Schweizer und dem österreichischen Steuersystem ist ein eigenes Thema mit eigenen Regeln. Von der Wegzugsbesteuerung bis zur konkreten Aufgabe der Ansässigkeit. Wer nur am Zielort plant und den Abgang vergisst, baut sich genau das teure Problem, das mehr kostet als jede uruguayische Steuer. Beide Seiten müssen zusammenpassen, immer. Zum Abschluss meine ehrliche Bewertung, und ich bin Realist und kein Verkäufer. Uruguay ist nach der Reform teurer und anspruchsvoller geworden. Wer früher mit einer halben Million für 60 Tage reinkam, steht heute vor 2 Millionen oder vor echter, dauerhafter Präsenz. Für den reinen Steuertouristen gibt es in der Region günstigere Adressen. Ich war in Asunción zum Beispiel, ich war in Panama-Stadt. Paraguay, Panama verlangen weniger Kapital und weniger Anwesenheit. Da musst du einfach ehrlich abwägen, was ist für dich das Beste. Aber, und das ist der Punkt, Uruguay verkauft nie den niedrigsten Preis. Es verkauft Stabilität, es verkauft Rechtsstaatlichkeit und ein Bankensystem, das sich benimmt wie ein echter Erwachsener in einer Region, in der das alles andere als selbstverständlich ist. Für den, der wirklich einen soliden, seriösen Stützpunkt in Lateinamerika sucht und bereit ist, entweder echt hierher zu ziehen oder substanziell zu investieren, bleibt Uruguay eine der stärksten Adressen des Kontinents. Du gehst eben jetzt mit offenen Augen rein und genau dabei helfe ich dir gern. Denn damit sind wir beim eigentlichen Punkt. Wenn du gerade ernsthaft über Uruguay oder irgendeins der anderen Länder in Lateinamerika nachdenkst, dann trifft diese Entscheidung bitte nicht den Blindflug. Und auf Basis irgendeines Artikels, den du irgendwo gelesen hast, gesehen hast, oder irgendein Freund von einem Freund hat irgendwas erzählt.
Buch dir gerne ein persönliches Beratungsgespräch mit mir. Den Link findest du wie immer in der Beschreibung unter diesem Video. In dieser Beratung schauen wir uns dann gern deine konkrete Situation an, ganz individuell. Welches der Länder in Lateinamerika passt wirklich zu dir und warum? Welche Residenzstrategie brauchst du? Welches Visum? Welche Fristen? Wie deine Steuerstruktur aussehen sollte, territorial oder Welteinkommen? Die Analyse deiner Doppelbesteuerungsabkommen, der Schutz nach § 2 Außensteuergesetz, und wo dein Banking und deine Gesellschaft, wenn du sowas möchtest wie Gesellschaft, wo diese hingehören, meistens nämlich außerhalb Lateinamerikas. Und, das ist mir ganz wichtig, das ist ausdrücklich kein Verkaufsgespräch. Du bekommst eine ehrliche Analyse, inklusive der Fälle, in denen Lateinamerika für dich schlicht die falsche Antwort ist. Das sage ich dir dann auch immer ganz offen und ehrlich dazu. Und wenn du noch nicht sicher bist und dich nicht entscheiden kannst, fang doch einfach mit unserer kostenlosen Potenzialanalyse an. Die ist ebenfalls unten verlinkt. Du schickst uns einfach deine Eckdaten und wir schicken dir eine erste kurze Einschätzung zurück. Und dann können wir gerne einen Termin ausmachen in circa 10 bis 14 Tagen per Zoom, per Telefon, per WhatsApp, Telegram oder Google Meets, wenn du möchtest. Und zum Abschluss, vergiss eins nicht, das Zeitfenster läuft. Wer dieses Jahr nach Uruguay ziehen will, trifft die Entscheidung jetzt, nicht im Hochsommer, wenn die Banken schon einbehalten. Also klick auf den Link, sichere dir deinen Platz und lass uns gemeinsam deinen Fahrplan bauen. Vielleicht trinken wir den nächsten Mate, dann hier in Rambla. Ciao, dein Harley. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.